So, kommen wir nochmal zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf das TV-Duell von gestern Abend. Sie sehen es im Hintergrund, Olaf Scholz und Friedrich Merz. Und schwer vom BVG-Streik gezeichnet. Thorsten Jungholt hat es ins Studio geschafft, war nicht einfach. Willkommen. Guten Morgen. Guten Morgen, Thorsten. Lass uns drüber reden. Also so richtig, wir haben ja schon so ein paar Stimmen aus dem Volk gehört, die da gesagt haben, boah, so bräsig, kennen wir alles, ist nichts Neues gewesen. Die Experten, die auch sagen, naja, beide so gleich auf, aber Visionen fehlen. Wie ist deine Einschätzung? Ich finde, ehrlich gesagt, obwohl wir das ja auch machen werden, noch dieses Format eines Duells ein bisschen fragwürdig. Das kann man halt machen, so in den USA, ja, wenn man zwei Parteien hat, ein Mehrheitswahlsystem. Aber in Deutschland, wo wir 30 Parteien bei dieser Bundestagswahl haben, davon haben 7 gute Aussichten, in den Bundestag zu kommen. Und wir haben jetzt 2 von denen in diesem Duell gesehen. Das passt nicht so ein bisschen. Zumal das 2 waren, die am Ende wahrscheinlich miteinander koalieren müssen. Ja. Also tut man sich nicht weh, meinst du? Also man hat ja am Ende gesehen, dass sozusagen da durchaus der ein oder andere Fühler mal ausgestreckt worden ist. Es ist alles sehr zivilisiert gewesen, was ja auch gut ist. Aber am Ende werden halt diese beiden Parteien, die jetzt noch gegeneinander sich duellieren, an einem Tisch sitzen und eine Regierung bilden müssen. Das ist die wahrscheinlichste Option. Und ja. Aber gab's denn überhaupt, ich sag mal, so einen hellen Moment für dich, wo du gesagt hast, okay, habe ich jetzt so noch nicht gehört? Oder ist das tatsächlich, wie Volkes Stimme sagt, wir haben das ja heute früh schon gebracht, ja Gott, da war nichts Neues dabei, also nichts, was mich jetzt vom Hocker gerissen hätte? Die sind seit Jahresanfang spätestens in der heißen Wahlkampfphase. Das heißt, die erzählen jeden Tag das Gleiche, immer wieder. Und das haben sie auch gestern Abend getan. Ich fand am interessantesten vielleicht noch den Block am Ende, als es um die Verteidigungsausgaben ging. Das ist in der Tat, da sagt keiner so richtig, was uns da wirklich erwartet. Da werden jährliche Mehrausgaben nicht von 30, sondern eher von 40 bis 50 Milliarden Euro nötig sein. Also unglaubliche Summen. Und Olaf Scholz macht es sich immer leicht und sagt, ja, dann müssen wir halt Schuldenbremse machen. Friedrich Merz sagt, Priorisierungen und Einsparungen. Ja, aber wo? Also ich glaube, das ist wirklich ein ganz maßgeblicher eine ganz maßgebliche Aufgabe für die nächste Bundesregierung. Wahrscheinlich wird es am Ende ein Mix aus all diesen Finanzierungsmöglichkeiten sein. Und da hat keiner eine Antwort drauf. Sicherlich auch wirklich schwer, du hast es gerade angedeutet, aber es ist so ein gewisser Vorwurf schwang auch so mit nach dem gestrigen Abend, dass klar, natürlich Friedrich Merz viel will, sollte er die Wahl gewinnen, aber irgendwie auch insgesamt nicht sagen kann, wo soll eigentlich die ganze Kohle herkommen, um das alles zu finanzieren. Geht's dir auch so? Das ist halt objektiv nicht leicht, ja? Weil die jetzige Bundesregierung, Merz hat das schön gesagt, die hat nicht nichts gemacht, aber sie hat wahnsinnig viel vor sich hergeschoben und wahnsinnig viel, was Geld kostet. Und sie haben natürlich auch eine Fülle von neuen Staatsausgaben begründet im Bereich der Klimapolitik, auch im Bereich des Sozialen. Und am Ende gehört zur Wahrheit dazu, wir haben verdammt hohe Einnahmen. Der Staat nimmt jedes Jahr 1000 Milliarden Euro ein. Ja? Und damit muss man am Ende auch mal zurechtkommen. Wir können uns nicht mehr alles leisten, das ist eine Wahrheit. Und es traut sich keiner in diesem Wahlkampf zu sagen, wo wird denn wirklich weniger möglich sein? Nun hätten wir, du hast gesagt, also das TV-Duell als solches, vielleicht hat sich das so ein bisschen überlebt, gibt es, glaube ich, seit etwas mehr als 20 Jahren. 2002 das erste Mal, glaube ich. Aber egal, ja. Ja, es passt halt nicht zum zum Verhältniswahlrecht mit so vielen Parteien. Genau. Aber die Frage ist ja, wir haben ja die beiden tatsächlich am 19. Februar hier noch im Studio, also Olaf Scholz und Friedrich Merz. Man könnte ja vom Prinzip das als Vorlage nehmen, nicht was wir gestern erlebt haben, um dann genau in diese wunden Stellen, die gestern eben nicht geklärt worden sind, einzuhaken und zu sagen, so Freunde, jetzt aber Butter bei die Fische. Ja, die objektive Lage ist doch so, es sieht so aus, als ob die CDU die stärkste Kraft wird. CDU, CSU bei dieser Bundestagswahl mit 30, vielleicht ein bisschen mehr Prozent. Am Ende wird aber das, was sie macht, nicht maßgeblich sich aus ihrem Wahlprogramm ergeben, sondern aus den Koalitionsgesprächen. Also es wird entscheidend sein, mit wem koalieren die. Und das ist die Frage, auf die man in solchen Duellen vielleicht ein bisschen mehr eingehen muss. Wo sind, wenn Sie mal von Ihrem Programm ausgehen, wo sind denn die Punkte, wo lassen Sie mit sich reden? Wo kann man denn, wo machen Sie Abstriche, wo würden Sie der SPD entgegen? So ein bisschen angedeutet hat er das gestern bei der Schuldenbremse, der Friedrich Merz. Ja, da sagt er, das ist nicht vielleicht nicht das Erste, was ich machen würde, aber da kann man vielleicht dann im Zuge dann doch drüber reden. Und solche Punkte müssten, glaube ich, im Vordergrund stehen, weil am Ende werden wir keine Allein, sondern eine Koalitionsregierung haben. Mit Sicherheit. Thorsten, recht vielen Dank. Und jetzt durchatmen und den BVG-Streik ein bisschen zur Seite schieben. Ja? Erstmal Kaffee trinken. Oder so. Genau, danke.